an die Ecke meine ersten Erinnerungen, dass ich, im Haupthaus, ich glaube, das war Zimmer 4 oder 5 im ersten Stock hinten in der Ecke, wo der Balkon ist, habe ich zuerst gewohnt und da waren Mädchen und Jungen gemischt. Mhm. Das war ein Sechserzimmer. Im Zimmer 6 Zimmer, 3 Doppelbetten, Jungs und Mädchen gemischt. Und ich weiß, als ich dort, ankam, also das sind so meine Erinnerungen, dass ein Junge, ich weiß auch noch, wie er heißt, mir immer Wasser aufs Bett geschüttet hat, wenn ich schlafen wollte. Das waren so die ersten Erinnerungen, Oh Mensch. gemischt. Und dann später, als ich dann, irgendwann mal waren dann Jungs und Mädchen getrennt und dann, war die Mittagsruhe sehr, sehr streng. Man musste also wirklich ruhig sein und eine, liebe Freundin musste unbedingt auf die Toilette. Und sie hat sich Edith wohnte über uns. Und Edith hat alles gehört in diesem Haus. Also, da musste man wirklich mucksmäuschenstill. Und dann konnte die liebe Susanne nicht auf die Toilette und dann hatten wir so Holzpapierkörbe. Und dann hat sie sich halt auf den Holzpapierkorb gesetzt. Das war dann und dann floss alles runter und da war natürlich ein Geschrei und dann könnt ihr euch vorstellen, wie schnell Edith unten stand und mit uns fürchterlich geschimpft hat. Oh. Später bin ich dann im das kennt ihr nicht, das alte Turmhaus hatte 2 Zimmer, die hießen Schlafwagen. Das waren ganz lange Zimmer zuoberst im Turmhaus und die Betten standen so wie ein Schlafwagen hintereinander. Und eben Batja, die dann jetzt im Sommer kommt, und ich, wir waren immer die Ersten nach den Ferien und wir konnten uns die Betten aussuchen, das waren die am Fenster. Mhm. Und die mittleren Betten, die mussten hochgeklappt werden, damit man überhaupt in dem Zimmer Platz hatte. Und irgendwann mal haben dann meine Eltern 1955 dieses Haus gebaut und Mhm. dann nach, Mhm. ja, ungefähr 2 Jahre, 57, 56, 57, bin ich dann hier hochgezogen und habe dann mein Zimmer gehabt. Aber, ich war lieber unten in der Schule als hier oben. Gefrühstückt habe ich hier oben, aber Putzpause musste ich machen, also früher unten und oben. Morgensport natürlich auch vor Mhm. dem Haus, das gibt es jetzt nicht mehr, Morgensport. Mhm. Jeden Morgen Mhm. Turnübungen. Und am Sonntagmittag hat mein Vater gefunden, Nurit muss zu Hause essen. Und das war für mich die größte Strafe, weil ich konnte nicht bei meinen Kolleginnen und Kollegen unten sein. Also ich war wirklich mehr unten als oben. Also das muss so Ende 50er, Anfang der 60er. Ich bin ja im 64 oder 65 bin ich dann abgegangen. Mhm. Genau. So 12, 13, 14 gewesen Ja. sein. Ja. Nein, ich bin eigentlich wirklich lieber in der Schule gewesen als hier oben. Aber ich habe auch immer hier oben Kinder gehabt. Und dadurch, dass meine Mutter Familie hatte, links im Haus am Hang und rechts im ehemaligen Meierhaus, waren natürlich auch immer sehr viele Schülerinnen und Schüler hier in dem Haus. Also Familienabende, nach dem Mittagessen waren immer einige Schülerinnen und Schüler da und haben geredet. Also das Haus war eigentlich immer belebt mit Mhm. Kindern, Mhm. mit Ekolianern. Mhm. Also, ich habe natürlich jetzt nur schöne Erinnerungen. Wir haben sehr viel kleine Kinder gehabt, wir haben Kindergartenkinder gehabt. Mhm. Wir haben Kinder gehabt, wo die Eltern nicht bekannt waren. Mhm. Wir haben in den Jahren Kindern aus Deutschland gehabt, denen sagten wir, das darf man heute nicht mehr sagen, die sogenannten Mischlingskinder. Das waren Ja. 6 oder 8 Kinder, die aus Deutschland hierher kamen, meistens farbige. Mhm. Die haben ihre Schulzeit hier gemacht und ich kann mich gut erinnern, die Mädchen, als sie die obligatorische Schulzeit fertig hatten, erschienen plötzlich die Mütter Mhm. und haben die Kinder abgeholt, weil dann konnten sie arbeiten gehen. Es waren von Mütter amerikanische Soldaten, ja, die dann nachher die Mutter nicht mit nach Amerika genommen haben und die dann mit den Kindern hier waren. Von welcher Stelle die Kinder kamen, kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Und dann war natürlich eigentlich mehr so Mittelstufe, also Unter- und Mittelstufe. Oberstufe, Maturanten Mhm. gab es wenige, waren immer nur Einzelne. Was wir sehr viel hatten, waren amerikanische Kinder. Und Mhm. so, das waren viel Kinder und ja, Schülerinnen und Schüler von ehemaligen deutschen oder europäischen Eltern, die eigentlich wollten, dass ihre Kinder hier eine europäische Erziehung haben. Ja. Und Kinder von auch Professoren, die den Sabbatical hatten, Mhm. die Kinder, so Mark Reed war so einer, Genau. Ja, ja, ja. die dann nachher hierher kamen Ja. in den Jahren, in denen die Eltern in Europa lebten.
Aber so, also 18-Jährige, wie es jetzt zum Beispiel nehme ich an, hat das praktisch nicht gehabt, ganz vereinzelt nur, vor allem unter Mittelstufe. Wir hatten damals auch noch Sommerlager. Im Juli kamen die ersten und im August die zweite Gruppe. Möglichst dabei sein, möglichst dabei sein. Und mal ab und zu musste ich nach Deutschland, weil meine Eltern fanden, ich muss noch was anderes sehen, aber das war für mich gar nicht so schön. Ich war wirklich ein Kind, das auch jetzt noch die Gesellschaft sehr liebt und die Gruppe braucht. Ja, das ist Eckhol für mich. Ja, Bendix, oder ist das Bendix? Ah, nein. Ja, genau, habe ich. Also es war natürlich so, die Einheimischen, die Bauern waren ja die ersten Jahre sehr gegen die Schule eingestellt. Das war ganz, ganz schwierig für die Schule. Und wenn irgendetwas im Dorf oder auf dem Hasligberg passiert, dieses Eckholianer, auch wenn sie es nicht gewesen sind. Und die ersten, die eigentlich positiv zur Schule standen, war Bäcker Weber, der das Brot geliefert hat, und nachher auch Töni, der auch Brot geliefert hat, Hofloh. Und dann so langsam fing es in Goldern an, also Post unten, das war noch ein Lädeli, Nägeli. Die haben auch nachher die Kinder das 10. Schuljahr in die Ecole geschickt, das fing dann so langsam an. Und wir haben dann, so im Sommer, wenn Heuet war, haben wir dann auch geholfen, da auf der großen Wiese zu heuen und so. Und die Schule hat natürlich sehr viele Wohnungen gemietet in Goldern. Und damit hat man auch den Kontakt bekommen. Aber es war wirklich, also Ferienleute oder so, kann ich mich nicht erinnern, dass es Ferienhäuser gab. Es war wirklich ein Dorf. Ja. Das brauchte eine Zeit lang. Jetzt ist das natürlich anders. Schule ist Arbeitgeber, denke ich. Ja? Ich habe erklärt, nie heirate ich einen Oberhassler. Ich heirate einen Amerikaner oder Deutschen oder Kanadier. Habe auch immer Freunde gehabt in der Richtung. Und dann falle ich auf einen Innertkirchner. Also wir haben uns 3-mal getroffen. Ich probiere das kurz. Das erste Mal in der Badeanstalt in Meiringen. Hat er und sein Bruder uns meiner Freundin und mir eine Tafel Schokolade gestohlen. Da fand ich, das ist absolut ein No-Go. Fanden wir nicht sehr spannend. Das zweite Mal habe ich ihn getroffen, da habe ich einen deutschen Freund gehabt, aber keinen aus der Ecole, einen deutschen Freund, mit dem ich mich eigentlich verloben wollte. Und da saß mir gegenüber am 1. August ein Mann mit einem schwarzen Bart und schwarzen Haaren. Und der hat mir mal eine Tafel Schokolade schenken wollen. Ich denke, was will der mit der Schokolade? Das war Sami und hat das probiert wieder anzuknüpfen. Und das dritte Mal haben wir uns, bevor ich nach Basel ging, die Woche vorher, haben wir uns auf Keserstadt wieder getroffen beim Skifahren, auf dem einzigen Lift, den es damals gab, Hobül-Skilift. Und da musste ich natürlich zeigen, wie ich Skifahren kann. Und dann habe ich natürlich im Pulverschnee gelegen, oder? Und dann hat er noch gefragt, so dumm gefragt, Fräulein, kann ich euch helfen? Da habe ich gedacht, was ist das für ein komischer Mann? Und also beim Ski war immer derselbe, ja. Dort nachher haben wir uns dann dort Kaffee. Ja, und dann hat er mich zum Kaffee eingeladen. Ich habe eine Zigarette geraucht und er hat mir gesagt, Frauen, die rauchen, die hat er nicht gerne. Das war sein erstes Kompliment. Das sind die Innertkirchner, Oberhassler. Zack. Und dann kam er in unsere Familie und also als Auswärtige in eine Ecole-Familie ist sehr schwierig, weil wenn ich am Wochenende nach Hause kam, war natürlich die Ecole das Gespräch und er hat eigentlich nicht viel verstanden, von was wir reden, oder? Ja, hat eine Zeit lang gebraucht. Aber heute sagt er, er hat die Ecole geheiratet. Wir sind eigentlich fast jedes zweite Wochenende hier oben gewesen. Dadurch kenne ich auch noch viele Namen von ehemaligen, das sind mir eigentlich alle bewusst. Natürlich Weihnachten mit Waldweihnacht, Ostern, wir sind eigentlich immer hier oben gewesen. Wir haben überlegt, die Kinder hier hochzuschicken und damals, also im Nachhinein denke ich, das ist eigentlich eine komische Antwort, hat Armin Lüthi uns gesagt, wenn das Elternhaus funktioniert, ist es nicht notwendig, die Kinder wegzuschicken. Im Nachhinein denke ich, weiß ich nicht, ob das richtig gewesen ist, aber es ist so gewesen. Also Miri, die Ältere wahrscheinlich schon eher, ja, die war auch eben, eigentlich war wegen ihr so eine Zeit lang, weil in der Schule war es, also sie war gut in der Schule, aber es war so ein bisschen, ja, sie hatte ein bisschen eine spezielle Stellung dort.
Judith, die Jüngere, glaube ich, wäre nicht so gern wäre nicht gern gekommen, weil die war sehr in ihrer Klasse integriert und die fühlte sich sehr zu Hause. Aber so im Nachhinein denke ich, die Ecole hätte ihnen gut getan. Aber sie haben natürlich viel durch ihre Großmutter und so haben sie von dem Spirit halt auch mitbekommen. Auf jeden Fall. Ja, denke ich schon, ja, Ja, ja. Also Judith ist ja auch dann lange im Vorstand mit gewesen und so. Und nein, ich glaube, sie haben schon. Aber es war schon eine Zeit lang so eine Idee, sie zu schicken. Schade, dass sie es nicht gemacht haben. Findest du? Ja, ich denke, es wäre gut So gewesen, ein ja. Jahr, Ja. 2 Jahre Ecole. Hättest du Ich ihm denke, gegönnt? also früher wurden Kinder, die nur ein Jahr kommen, eigentlich gar nicht aufgenommen. Ah, Es war immer Voraussetzung mindestens 2 Jahre, weil es braucht immer ein Jahr, bis sie sich einleben und im zweiten Jahr können sie profitieren. Es waren immer 2 Jahre. Also normalerweise Kinder, die nur ein Jahr kommen wollten, so wie jetzt, war ein No-Go. Wir haben einfach gemerkt, dass die Schule, in der er ist, und wir merken es jetzt auch beim zweiten, eigentlich nicht das ist, was wir uns vorstellen, was Kind an Erziehung, Bildung, Schule mitbekommen sollte. Und es ist natürlich ein Privileg. Wir kannten die Ecole. Das ist ein Privileg, dass er jetzt hier sein darf, oder? Wenn du die Schule nicht kennst, kommst du nicht auf die Idee, dein Kind in die Schule zu schicken. Also ich finde, die Schule bekannt zu machen, das ist, finde ich, das von mir ist jetzt eigentlich das Hauptanliegen, was jetzt eigentlich sein sollte. Weil früher kann ich mich erinnern, wenn ich bei uns in Bern gesagt habe, ich bin in die École d'Humanité, oh ja, ja, die Schule, super. Wenn ich das heute sage, kennen viele die Schule nicht mehr. Finde ich sehr schade. auch schon Ja, festgestellt. ja. Ja. Also die ganzen Lehrerstellen, Sozialstellen, Sozialdienste, die müssten eigentlich da viel mehr noch informiert werden, was eigentlich möglich ist hier oben. Also was mich sehr stark geprägt hat, ist Verantwortung übernehmen. Und das hat mich manchmal sogar fast ein bisschen erdrückt. Weil ich habe immer das Gefühl, ich muss für alles und für jedes Verantwortung übernehmen. Und das habe ich hier gelernt. Ich war Schulgemeindeleiterin, war Kameradenrat, war Putzpausen, die man Verantwortung war und so. Es war immer, hatte immer Eigenverantwortung, was ja an und für sich richtig ist, aber mich hat das manchmal diese Verantwortung erdrückt. Noch heute habe ich das Gefühl, ich darf das nicht abgeben, wenn ich nicht genau weiß, wer übernimmt dann diese Arbeit, oder? Ja. Wer mich geprägt hat, könnte ich von einer Lehrperson eigentlich nicht. Also sicherlich Chemielehrerin Fräulein Waser, die war sehr Biologie, Chemie und so, die hat vom Unterricht her, das war immer sehr spannend. Andere Lehrkräfte waren weniger spannend. Wir haben auch viele Lehrer gehabt, die nicht ausgebildet waren. Edith Geber hat mir gesagt, wenn jemand kam, er könnte Deutsch unterrichten. Ja, ja, komm nur, das können wir gut gebrauchen. Und wir haben immer Platz für irgendwelche Lehrkräfte. Also, dass Lehrer vielleicht eine Ausbildung hatten, irgendeine Pädagogik, das war also in einigen Fällen nicht vorhanden und das hat man wahrscheinlich gemerkt. Und natürlich hat mich Edith und Paulus geprägt, weil es waren irgendwie meine Großeltern. Die waren präsent und die haben uns schon viel mit, also Edith vor allem, Paul sind nicht mehr so viel, aber Edith war schon sehr präsent in ihrer Art, auch in ihrer bestimmenden Art. Ja. Sie war eigentlich sehr bestimmt, sie hat viel von uns verlangt. Und später natürlich Armin, bei Armin habe ich Algebra gehabt, habe ich Geigenunterricht gehabt. Armin, heute hat gerade Christa gesagt, mit Armin und Singgemeinde. Das war dann ganz anders als heute mit Alessandro. Mit Alessandro ist das fröhlich und so. Und Armin war sehr exakt, man musste ganz genau singen. Und wenn man falsch gesungen hat, wurde gestoppt. Und dann fing er wieder mit seiner Geige an und hat auf den Fuß seinen Takt mitgegeben und so. Also das war eine andere Singgemeinde, als sie heute ist. Aber es war für uns auch eine schöne Singgemeinde. Einfach anders. Naja, Armin war eigentlich auch ziemlich sehr prägend. Also ich habe den Eindruck, ich wurde als Nurit wahrgenommen. Ich hatte nie den Eindruck, dass sie als Mitarbeiterkind ein Privileg hätte.
schön. Habe ich also nie, und auch wenn ich jetzt mit meinen Kolleginnen oder mit meinen Schulkameradinnen von den Jahren, habe ich auch nie den Eindruck gehabt, dass ich ein Mitarbeiterkind war. In späteren Jahren haben ja die Mitarbeiterkinder oft zu Hause gegessen, waren nicht im Schul. Das habe ich nie gehabt. Für mich war wichtig, in der Schule mitzumachen. Nein, Sehr schön. und ich habe immer das Gefühl, wenn jemand sagt, ich bin Einzelkind, sage ich immer, ich habe Hunderte von Geschwistern gehabt. Ich war nie Einzelkind hier oben. Hm. Ich habe das auch nie empfunden. Ich habe auch nie Gefühl gehabt, dass meine Eltern mich als Einzelkind irgendwie behandelt hatten. Ich wurde behandelt wie alle anderen auch. Hm. Nein, das haben sie gut gemacht. Sie ist eigentlich die Initiantin von den ehemaligen Treffen. Mhm. Sie ist daher das erste ehemalige Treffen gemacht Mhm. und hat dann noch ganz viele Adressen gesucht. Und sie ist dann mit mir, ich war in Kanada, Westkanada, ich war in Alaska, ich war in Namibia, ich war auf den Hurtigruten, ich war in Dresden. Also ich bin sehr viel mit ihr rumgereist. Ja, das waren eigentlich schöne Zeiten, ja, muss ich sagen. Habe ich viel erleben dürfen mit ihr. Oh, schön. Ja. Und hat sie dir auch ihre eigene Heimat gezeigt? Also da, wo sie Ja, aufgewachsen ja, wir sind viel also sie ist ja in Beberung, das ist so zwischen Höxter, Göttingen, Bielefeld, so in dem Dreieck, dort, wo man das schönste Deutsch redet. Aha. Aber ich kann es auch nicht mehr. Sind wir viel gewesen. Mhm. Und sie hat das auch den Enkelkindern, also Miriam und Judith haben das auch, ist sie extra mit ihnen dorthin gefahren, hat ihnen alles gezeigt, wo die Fabrik war, wo sie aufgewachsen ist, jüdische Friedhof, alles, das haben wir, doch. Und da ist sie eigentlich regelmäßig hingefahren. Ja. Sind auch noch Verwandte dort. Ja, Hat sie auch noch das besucht, werde ja. Ja, aber das ist eigentlich auch alles in ihren Lebenserinnerungen enthalten. Und was sie auch gemacht hat, sie hat zweimal Mitschüler und Schülerinnen, die in Werser und in Schwarzsee waren, hat sie ein Treffen gemacht und da waren sie in Schwarzsee, Ja. in diesem kleinen Häuschen. Ich weiß nicht, ob ihr das Gibt's kennt. Das das ist wirklich, noch? ja, das Naturfreundehaus. Winzig! Ja, das ist winzig. Wir waren dort zu meinem 40. Geburtstag. Ein klein, vielleicht ungefähr so groß wie das Haus. Dort war die Schule drin. Und dann, die sind zweimal dort, haben dort ein Treffen gemacht aus den Jahren. Mhm. Ja, ja. Also ich denke, Ja. meine Mutter waren die ehemaligen extrem wichtig. Das war für sie ganz wichtig. Auch zu sehen, waren ja oft schwierige Kinder aus schwierigen Verhältnissen oder Kriegsgebieten, zu sehen, dass nachher etwas, was aus ihnen geworden ist und wie sie die Eckhol-Zeit erlebt haben, wenn sie das mitbekommen hat, das war für sie das Schönste. Ja, das verstehe ich. Ja, ja, muss ich sagen. Nein, Nein, ich schreibe keine Memoiren. also Die sind gar nicht so wichtig, finde ich. Ich habe Das nicht so wäre, viel glaube erlebt. Du bringst mich auf einen ganz neuen Gedanken. Ich habe überhaupt noch nie diesen Gedanken gehabt. Ich müsste das mal mit unseren Töchtern besprechen, ob das was ist oder nicht. Ja. Jetzt brauche ich einen Kaffee. Bekommst du einen? Nimm dir auch einen?